Herzlich willkommen, meine Freunde des Handwerks. Heute geht es um einen Kapazitätstester von Atorch, der DL24MP. In diesem Video erkläre ich euch, wie das Teil funktioniert und gehe auch noch darauf ein, wie das mit der Software funktioniert. Gut, das ist das Teil. Der Atorch DL24MP, in dieser Ausführung 300 Watt. Da kann man zum Beispiel ein Akku-Pack mit maximal 300 Watt belasten und er zeigt dann an, wie viel Kapazität das die Batterie noch hat. Als erstes dieser Jumper hier, den muss man hier setzen, je nachdem was für eine Einstellung man hat. Es gibt die 150 Watt, 300 Watt hat zwei Ventilatoren, zwei solche Platinen, 450 und 600 Watt gibt es noch. Der 600 Watt hat dann 4 solche Einheiten. Ich habe mir zuerst einmal die Verbindungen auf externe Lüstenklemmen geschraubt, weil das hier relativ fest wackelt und ich möchte das ja nicht kaputt machen. Deshalb kann ich hier alles, was ich brauche, anschließen. Als zweites modifiziert, klar, die habe ich zusammengeschraubt, die beiden, gehen aufs Holz runter, damit das alles schön fest und arretiert ist. Dann habe ich da so eine Einheit. Von unten habe ich das verkabelt. Als zweitens hat es hier einen Temperaturfühler. Die Anschlussleitung ist etwa so groß, also da kann man nicht sehr viel damit machen. Ich habe die verlängert. Sieht man das so? Genau, das ist der Temperaturfühler, der externe. Den habe ich da verlängert, kann jetzt ungefähr 1 Meter weit den auf den Akku halten. Ich zeige das jetzt am besten gleich mal mit einem Beispiel. Ich habe hier eine Akkulampe, die leuchtet nicht mehr wirklich lange. Und das ist jetzt gerade mal ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was die Maschine kann. Die schließe ich jetzt hier an. Plus, Minus nicht vertauschen. So. Gut. Der Akku ist nun angeschlossen. Wir haben hier einen 2S 2P Akku. Was bedeutet das? Das sind 2 Batterien, also insgesamt 4 Batterien. Zwei sind in Serie geschaltet und 2 parallel. 2S bedeutet 2 in Serie und 2P bedeutet 2 parallel. So, also, das heißt, die zwei sind parallel verbunden. Plus und Minus, hier haben wir Plus, hier Minus. Die sind so verbunden. Die zwei sind auch Plus und Minus verbunden. Und das Ganze jetzt noch in Serie. Also so, dann geht hier das Plus weg und hier das Minus. 2S, 2P. Wir haben hier 7,4 Volt, 5200 Milliampere-Stunden. Das teilt sich natürlich jetzt so auf.
Nominalspannung, das sind 18650er Zellen drin. Nominalspannung ist es in diesem Fall, weil es sind ja 2 in Serie. Wenn man 2 mal 3,7 Volt ergibt 7,4 Volt. Wenn man Zellen in Serie schaltet, dann hat man die Nominalspannung mal Faktor Batterien, die man in Serie schaltet. Also in dem Fall 2 Batterien oder 3,7 Volt Nominalspannung ergibt die 7,4. Die 5200 Ampere-Stunden, Milliampere-Stunden, die ergeben sich durch 2 mal, was gibt das, 2600 Milliampere-Stunden. Also hat eine Zelle 2600 Milliampere-Stunden. Gut, was wollen wir jetzt wissen? Mit wie viel Ampere können wir diese Akkus entladen? Ich habe da mal aufgemacht, leider steht auf der Zelle gar nichts drauf, also ich habe keine Ahnung, wie viel Ampere die zum Entladen verträgt, aber das kann man ja ungefähr ausrechnen. Da gibt es eine Formel, die heißt P gleich U mal I. P ist die Leistung, U ist die Spannung und I ist der Strom. Also I in Ampere, U in Volt ergibt P in Watt. Gut, wir wissen, dieser Scheinwerfer, der hat 10 Watt. Also, was wissen wir noch? Wir wissen, der Akku hat 7,4 Volt. Was wollen wir wissen? Die Ampere, also I, wollen wir wissen. Können wir das umformeln? I gleich P durch U. Das ergibt die 10 Watt, die der Scheinwerfer benötigt, geteilt durch 7,4 Volt ergibt, muss ich schon ausrechnen, 10 durch 7,4 gleich 1,35 Ampere. So, also das heißt, diese Batterien ziehen permanent 1,35 Ampere. Also so in meinem Fall würde ich sagen, ich kann die mit 1,5 bis 2 Ampere entladen. Muss natürlich beachten, man sieht hier die dünnen Drähte. Je mehr Ampere fließt, ja, kann das schnell mal durchbrennen. Und das sind sehr dünne Drähte. Also ich würde die wahrscheinlich so mit 1,5 Ampere entladen, damit wir die Kapazität sehen. So, kommen wir zu den Einstellungen. Was ich jetzt hier noch schnell montiere, ist mein Temperatursensor, mein externer. Den klemme ich da rein. Dann würde ich sehen, wenn die Batterie zu heiß wird, denn ich kann hier einen Alarm freischalten, der mir einen Alarm gibt, wenn er eine gewisse Temperatur überschreitet. So. Also. Ich habe jetzt den schon mal eingestellt auf 2 Ampere. Constant Current. Das bedeutet, der zieht immer 2 Ampere. Ihr seht hier, der aktuelle Wert 7,71 Volt hat das Akku-Pack. Sollte eigentlich 8,4 haben, aber ist voll geladen, habe ihn voll aufgeladen, aber ich weiß, dass das Akku-Pack nicht mehr gut ist. Das ist jetzt nur für Testzwecke. Wenn ich jetzt den reparieren wollte, würde ich die Zellen auseinandernehmen und die einzeln testen, und das mache ich in einem anderen Video mal. Gut. Dann, wenn man Plus und Minus gedrückt hält, kann man den nullen, weil das ist noch eine Messung, die ich vorhin gemacht habe. Plus und Minus drücken. Gut, jetzt ist es genullt hier, die Kapazität. Dann, wenn man den On-Off-Schalter lange drückt, kommt man ins Untermenü. Da habe ich jetzt
Ich gehe da mal ein bisschen näher. Ja, was haben wir? Kann man einstellen, Englisch, Chinesisch. Display, die Helligkeit müsst ihr sowieso auf 9 lassen, sonst seht ihr nicht sehr viel. Standby Brightness, das ist, wenn er in den Standby-Modus geht, dann verdunkelt er. Nach 60 Sekunden geht er in Standby, also macht auf dem Bildschirm ein bisschen dunkler. Strommessung auf Auto, der kann im 10 mA Bereich oder im 1 mA Bereich messen. Auf Auto macht er das automatisch. Hier sehen wir die Temperatur. Momentan hat der Akku 16,7 Grad. Hier könnte man einstellen, wie lange man entladen will. Da fülle ich nichts aus, denn ich möchte entladen, bis meine Schlussspannung erreicht ist. Hier ist der Alarm, Low Voltage, den habe ich auf 6 Volt gestellt. Das bedeutet pro Zelle 3 Volt. Ich möchte jede Zelle auf 3 Volt entladen, also 2 in Serie ergibt 6 Volt Entlade. Also der lädt jetzt runter, bis er nur noch 6 Volt hat. Dann ertönt ein Alarm und hört dann auch auf. Overvoltage, da kann ich einen Alarm einstellen. Den habe ich jetzt bei 8,5 Volt eingestellt. Ist manchmal noch hilfreich, wenn man etwas testet und man kann einen Alarm einstellen, der einem daran erinnert. Auch bei Low Voltage, das ist noch, ja, er piepst dann und dann vergisst man nicht, dass man da noch irgendwas am Entladen hat. Überstromalarm habe ich eingestellt bei 3 Ampere, also wenn der aus irgendeinem Grund über 3 Ampere würde, ertönt ein Alarm. Ich habe ja 2 Ampere eingestellt zum Entladen. Overpower könnte man einstellen. Fan Control, der Lüfter schaltet ein, also diese Lüfter hier schalten ein, wenn er über 50 Grad hat. Das ist Standard. Gut, das wäre es mal zum Display. Gehen wir zurück. Jetzt habe ich auf Chinesisch gestellt. So. 3 Sekunden drücken. So. Gut. Eben Constant Current. Immer mit 2 Ampere. Da bin ich jetzt gehe ich da ein bisschen runter. So. Dann Cut-off Voltage habe ich auf 6 Volt gestellt. Also der entlädt jetzt das Akku-Pack, bis er auf 6 Volt ist. Und dann sehe ich die Kapazität. Gut, jetzt kommen wir mal, ja, was wird da noch alles mitgeliefert? Ihr seht, ich habe da ein bisschen umgebaut das Ganze. Also es kommt ein Netzteil mit, wird mitgeliefert. Dann hat man noch solche Dinge, die man da reinmachen kann, zum verschiedene USB-C und solche Sachen zu messen. Ich benutze dieses Gerät hauptsächlich zum E-Bike-Akkus und solche Sachen, große Batterien zu testen. Mitgeliefert wird so ein Kabel da mit Krokodilklemmen. Mit, ja, das sind dann Doppelkonnektor, weil der Vorteil an diesem Gerät ist, ihr seht hier geht eigentlich der Strom durch, hier und hier wird die Spannung gemessen. Also wenn ihr mit den Kabeln, mit 4 Kabeln direkt an die Batterie geht, dann habt ihr die effektive Spannung der Batterie und die effektive Leistung, die da weggeht, denn sobald ein Verbraucher an der Batterie ist, dann wird die Spannung runterdroppen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Akku habt, 36 Volt, sobald ihr eine Last anhängt, dann habt ihr nur noch 38 Volt. Aber mit diesem 4-Kabelsystem sieht der hat immer noch 36 Volt
und der Strom wird hier durchgemessen, oder durch die dicken Kabel. Also ist viel genauer, um effektive Kapazität zu messen. Ja, für mich habe ich natürlich da dicke Kabel noch gemacht, zum große Batterien auch mit 10 Ampere zu entladen. Also bei 10 Ampere braucht ihr dann schon 4 Quadratkabel oder größer, damit euch die Drähte nicht damit die nicht durchbrennen. So, jetzt kommen wir zur Software. Das ist ein bisschen eine Zangengeburt. Ich habe etwa 2 Stunden rumgebastelt. Dann habe ich einen anderen PC genommen mit Bluetooth und dann habe ich das innerhalb von 10 Minuten hingekriegt. Also es ist nicht wirklich sehr einfach. Jetzt kann ich euch echt einen Tipp geben. Also zuerst geht ihr mal auf Bluetooth und Geräte und dann schaltet ihr Bluetooth ein. Gut. Dann geht ihr Systemsteuerung, Hardware and Sound, Geräte und Drucker. Hier findet ihr den DL24M SPP. Rechte Maustaste. Dann könnt ihr hier auf Hardware und dann seht ihr hier den seriellen Port. Das ist in meinem Fall der COM4. Ich weiß jetzt, der läuft auf dem seriellen Port COM4. Wo ihr ihn auch noch suchen könnt, jetzt muss ich selber schon überlegen, wo das ist. Das ist, glaube ich, hier. Wenn ihr bei Bluetooth und andere Geräte seid, könnt ihr hier weitere Bluetooth-Optionen, COM-Anschlüsse. Hier seht ihr, ist mein Gerät drin. Und sonst geht ihr hier auf Hinzufügen und hier könnt ihr ihn finden. Also mit diesen 3 Fenstern, die ich euch gezeigt habe, bringt ihr es hin, aber eben, ich habe insgesamt fast 3 Stunden gebraucht, bis die Scheiße funktioniert, aber es läuft nun. Gut, das hier ist das Programm. Jetzt sieht man hier, wie das Bluetooth-Zeichen blinkt. Hier. Jetzt kann ich hier auf meinem Programm, das müsst ihr zuerst, ein Firmware-Update könnt ihr auch noch machen. Da geht ihr, jetzt muss ich mal schauen, wo war das Update Firmware, wählt ihr hier die Verbindung, bei mir war es COM4, dann wählt ihr hier das runtergeladene Update-File und dann Download. Und dann funktioniert das. Habe ich bei mir schon gemacht, ich habe Version 2 drauf. Gut, jetzt verbinden wir den Attorch mit dem PC. Search for Serial Ports. Gut, jetzt hier unten wählen wir den Port aus, bei mir ist es COM4. Das ist auch wieder so ein schöner Bug. Ich kann hier die COM4 nicht auswählen. Ich mache das Fenster, minimiere es. Jetzt kann ich den auswählen. Das ist wieder auch so ein schöner Bug. Jetzt gehe ich auf Connection. Und er wird grün. Und hier sieht man, es blinkt nicht mehr, das Bluetooth-Zeichen. Es ist immer blau. Also ich bin jetzt verbunden. Gut, was haben wir hier? Eigentlich nicht sehr viel. Er zeigt uns die Kurven an.
Hier oben sehe ich habe momentan 7,71 Volt. Eigentlich kann ich hier nur alles löschen, starten und stoppen. Sehr viel kann der nicht mehr, denn wenn ich hier rüber gehe, sieht man das. So, da wäre ich im Menü drin und kann dann ein paar Sachen verstellen, aber die wichtigen Sachen, die muss ich auf dem Display verstellen. Gut, so. Also, jetzt starte ich mal meinen Download. Der ist hier noch ausgeschaltet, alles genullt. Aktuelle Spannung 7,71 Volt. Hier 16,6 Grad hat meine Batterie. Jetzt kann ich das entweder am PC starten oder auf meinem Display. Ich mache es hier, Start. Jetzt hat ihr hier umgeschaltet auf On und fängt an. Jetzt sieht man hier mit 2 Ampere entlädt er die Batterie. Kapazität, jetzt 11 mA sind schon, hat er ausgezogen. Hier sieht man die Zeit, läuft seit 28 Sekunden und die externe Temperatur hier von der Batterie, von meinem Fühler. Gut, jetzt lassen wir das mal so runterlaufen. So, der Test ist nun beendet. Wir können hier die Kurven sehen, was da genau passiert ist. Hier oben sehen wir die Temperatur. Die ist von 17 Grad hoch auf ungefähr 23 Grad von der Batterie. Dann das rote ist die Leistung, die Watt. Hier hat es mal einen Unterbruch. Ich habe mal schnell abgestellt und habe die Schlussspannung runtergesetzt auf 5,7 Volt, denn ihr habt es gesehen, als ich eingeschaltet habe, habe ich einen großen Voltage Drop gehabt. Das ist eben dieser Grund, warum man mit 4 Drähten messen sollte. Zeige ich euch nachher noch schnell, was ich damit meine. Dann hier das Gelbe ist die Kurve von der Spannung. Da sieht man, hier hat man gestartet, da ging das kontinuierlich runter und dann hier ging es dann relativ schnell runter. Das Grüne ist die Ampere, die sind immer bei 2 Ampere, haben wir konstant Current gemessen, also immer konstanter Strom. Auf dem Display hier sieht das so aus, Complete, Schlussspannung, Energie, komplett, Kapazität 1892, also rund 1,9 Amperestunden hat das Pack noch von den ursprünglichen 5,2 Amperestunden, die es haben sollte. Gut, das habe ich gewusst, dass dieses Akku-Pack hier nicht mehr gut ist, denn ja, es hat vielleicht noch etwas über eine Stunde hat der Scheinwerfer gebrannt und dann war aus die Maus. Hier unten sieht man, was man gemessen hat. Hier sieht man, das ist wieder die aktuelle. Jetzt hat das Akku-Pack 6,43 Volt. Also hatten wir einen Drop von ungefähr 0,7 Volt. Hier nochmal die totale Kapazität, die wir rausgeholt haben. Ja, eben noch schnell zum Zeigen, wie man eine Batterie richtig anschließt an dieses Gerät. Das wäre dann so.
konnte ich bei meinem Akku-Pack jetzt nicht so machen, aber wenn ihr eine Batterie habt, dann geht ihr mit dem dicken Kabel aufs I+, das dünne Kabel aufs V+, und hier auf der Minusseite dasselbe mit dem dicken Kabel aufs I+ und V- das dünne Kabel. Und somit über die dicken Kabel zieht er den Strom raus und über die dünnen Kabel misst er direkt an der Batterie die Spannung. Also so habt ihr keinen Voltage Drop, und das ist natürlich so sehr genau, und so sollte man eine Batterie eigentlich messen. Mein Fazit noch zum A-Torch DL24MP. Absolut geniales Teil. Ich liebe es. Software, ja, ob man die braucht, nee, mache ich eigentlich alles hier. Braucht man eigentlich nicht. Es gibt auch noch eine Handy-App, da kann man noch weniger darüber machen. Ja, braucht man eigentlich nicht. Aber das Teil, echt genial. Ein Haufen Möglichkeiten. Und ja, es gibt, glaube ich, nichts Geileres für den Preis. Also das 300 Watt Modul hier, also komplett so wie ihr seht mit Kabel, hat, glaube ich, irgendwo um die 50 Euro gekostet, irgendwie um das. Ja, empfehlenswert, kann man kaufen, funktioniert, geiles Teil. Danke fürs Zusehen, tschüss.